Worum geht es in diesem Film? Die Frage, die sich mir oft gestellt hat, ist, kommt man zurück von Panama Richtung der großen Antillen? In diesem Film geht es um die Fahrt von Panama bis nach Jamaika. Um es gleich vorwegzunehmen, es kann funktionieren. Wir starten in der Shelter Bay Marina, ich zeige ein bisschen die Umgebung, dann die Fahrt bis nach Jamaika hoch. Und dann finde ich, ist es interessant, wie ist es eigentlich in Jamaika? Jamaika ist ein tolles Revier, also ein tolles Land. Wir erleben viel, wir schauen uns Sehenswürdigkeiten an, essen dort den berühmten Jerk Chicken und erleben, wie es in Jamaika eigentlich beim Wahlkampf zugeht. Also viel Spaß bei diesem Film. Hallo von der Kokon zu einem neuen Video hier aus der Karibik. Die Hurricane-Saison in der Karibik, das heißt zwischen Juni und Ende November, da sollte man ja irgendwo sein, wo man außerhalb des Hurricane-Gürtels ist. Trinidad ist eine gute Adresse im Prinzip, aber bei einigen Versicherungen ist Trinidad noch im Hurricane-Gürtel drin. Das, was draußen ist, außerhalb des Gürtels und wo auch keine Hurricanes bisher hingekommen sind, das ist Panama. Und dann bekam ich im Dezember einen Anruf von einem guten Freund, nämlich von Peter von der Yacht Flip-Flop, der mich fragte, ob ich nicht Lust hätte, ihn zu begleiten, zusammen mit 2 anderen Mitseglern. Diese Reise interessiert mich natürlich brennend, weil ich stellte mir schon immer die Frage, wie komme ich eigentlich zurück von Panama in die Karibik oder in den karibischen Inselbogen, wenn ich dort in Panama die Hurricane-Saison verbringe und aber nicht durch den Panama-Kanal in den Pazifik will. Also ist das natürlich ein ganz, ganz interessantes Angebot und nach einem Überlegen habe ich zugesagt. Wir sind unterwegs mit der Yacht von Peter und Petra, allerdings ist nur Peter an Bord. Es ist eine Leopard 38 und es sind 2 weitere Mitsegler an Bord, die ich gleich vorstellen werde. Peter nimmt hier sein neues Dinghy in Betrieb. Das ist ein Feststoff-Dinghy und montiert seinen Motor gerade und versucht die ganze Sache zu starten. Ach, das berühmte Kabel. Ja. Das man immer vergisst, oder? Was man immer vergisst. Ja. Außerdem eigener Peter ist noch Manne an Bord und ein zweiter Peter an Bord. Und wir sind also zu 4, um diese Reise zu machen. Wow. Wir sind in der Shelter Bay Marina, das ist auf der Nordseite des Panama-Kanals gegenüber von Colón und hier sind viele Yachten, die auf ihre Durchfahrt durch den Panama-Kanal warten. Bei dieser Fahrt ist es natürlich wichtig, dass wir Internet haben, durchweg Internet und mit Starlink ist das ja gegeben. Hier wird jetzt eine Halterung für die Starlink-Antenne gebaut. Die wird oben aufs Dach oder an dem Dach befestigt. Ja, von mir aus gesehen auch. Ja. Kannst kurbeln, ich bin drin. Das Problem bei der Sache war das Kabel, was sich immer wieder gelockert hat, aber irgendwann haben wir es geschafft, das Kabel so zu befestigen, dass es sicher hält. Todos. Tiene para bajarlo. Sí, para, con sopa para tapar. Mann und ich, wir gehen zusammen zu einem Stand, wo viel frisches Obst angeboten wird. Wir kaufen da mengenweise ein und alles kommt vom gleichen Händler. Gesagt, was sind das für Wurzeln? Weißt du das? Ich glaube, Yam oder sowas. Ach, wir wollten noch Knoblauch mit dir. Hast du schon Knoblauch?
Ganz in der Nähe ist ein Urwald. Wir können da zu Fuß hingehen und Manne und ich, wir gehen zusammen in diesen Urwald und es ist schon ein bisschen gruselig, weil erstens hört man die Brüllaffen von überall und zweitens sind auch überall alte Gebäude und verfallene Gebäude von den Amerikanern noch. Das ist schon ein bisschen gruselig, aber seht selbst. Wow. Riesenbunde. Was sagt man jetzt weiter? Da geht's aber nicht weiter. Und da hochklettern will ich nicht, die Leiter da hoch. Ha? Da vorne, die Leiter. Ja, die Treppe hoch und da bist du aber mitten im Urwald, das ist schon komisch. Sollen wir da hochgehen? Jetzt sind wir richtig im Urwald hier. Oder? Das ist der Apokalypse now. Überall Apokalypse neu, ja. Siehst du, okay? Das ist. Der Käfig. Da sind irgendwelche Leute voll da drin. Ja. Schließlich gibt es noch ein Barbecue, so ein gemeinsames Barbecue mit vielen Schiffen, beziehungsweise vielen Leuten von den Schiffen und das wird von hier organisiert. Muss ja nicht alle aufmachen, oder? Haben wir 6, ne? Aber ich brauche Wechsel. Du will ich genau richtig. Jetzt geht's endlich los. Die Marineros helfen beim Ablegen. Wir müssen drehen natürlich, um hier rauszukommen. Es ist ziemlich eng hier hinten, wo wir sind. Rechts von uns ist auch ein ausgedehntes Flach. Wir müssen also relativ dicht an dem Ponton hier vorbeifahren. Und dann geht es geradeaus raus, Richtung Norden. Vorbei an vielen Yachten und auch sehr extrem langen, großen Yachten. Unglaublich, was es alles so gibt. Und guckst du mal, ob wir die Frachter rangehen? Ja. Also nach langem Hin und Her und die Situation wird sich jetzt auch morgen kaum verändern, würde ich jetzt sagen. Wir essen jetzt eine Kleinigkeit, bleiben hier noch vorn da die nächste Stunde und fahren dann raus. Es macht Sinn, Kurs erstmal wahrscheinlich unter Maschine, ein bisschen an der Küste entlang und wenn wir dann aus der Verkehrstrennung raus sind, dann setzen wir Segel und gehen Kurs Nordwest. Okay, Ja, hört sich gut an. Dann gehen wir in die Nacht ungefähr. Dann gehen wir ja sowieso in die Nacht. ja, genau. Wobei ich bin jetzt schon müde. Ich auch. Ja, kann ich ein bisschen schlafen gehen. Nein, wir gehen segeln. Mann, Landratten. Manne, wann gibt's Essen? Da hat da Einfahrt, Ausfahrt, Einfahrt, Ausfahrt. Ach so, ja. Cristobal Signal Station or Cristobal Signal Station for saving vessels did drop over. This is saying vessel Flipspot, we are entering the entrance of the breakwater, course northeast, over. Wie wir erwartet haben, ist der Seegang sehr hoch. Wir fahren gegen den Wind, hoch am Wind, unter Segeln. Jetzt hier am Anfang nur mit Maschine, aber es ist eine ganz steile, kurze See, sehr, sehr unangenehm. Und die ersten 1,5 Tage oder so ähnlich kreuzen wir gegen den Wind, was sehr, sehr anstrengend ist. Es ist der 3. Februar 2024. Wir fahren von Panama
beziehungsweise von der Shelter Bay Marina am Eingang des Panama-Kanals mit Ziel Jamaika über die Karibische See. Das ist normalerweise eine Strecke, die nicht sehr angenehm ist, sondern die ist geprägt durch sehr starke Wellen, Kreuzseen, sehr hohe spitze Wellen, Strömungen und vor allen Dingen Nordwind. Und wir haben jetzt ein Wetterfenster erwischt, das hoffentlich bis zum Ende durchhält, nämlich am Anfang haben wir noch Gegenwind, dann kommt Flaute, 1,5 bis 2 Tage Flaute, da sind wir jetzt gerade drin. Dann dreht der Wind auf Süd sogar, dann Südwest, über West, nach Nordwest, wieder nach Nord zurück. Und wenn wir ankommen in Jamaika, so ist jetzt die Wetterprognose und so ist unsere Planung, dann kommen wir genau an, wenn der Wind von West nach Nordwest dreht. Dann gehen wir quasi um die Ostecke rum bis oben in den Hafen. Also die Abfahrt haben wir mehrfach verschoben, weil dieses Flautenloch wollten wir so gut wie möglich ausnutzen. Wir wollten so spät wie möglich losfahren, um die ersten 2 Tage Nordwind zu vermeiden. Wegen dieser Kreuzseen, und das war wirklich furchtbar. Dann wären wir gut in die Flaute wieder gekommen, nach 2,5 Tagen ungefähr, und wären kein Risiko eingegangen, dass wir bei der Ankunft den Nordwind schon haben. Andererseits wollten wir auch am Anfang so viel wie möglich diese Kreuzseen vermeiden, das heißt so spät wie möglich losfahren. Dann haben wir nur 1,5 Tage Nordwind und so haben wir es auch gemacht. Sind jetzt in der Flaute und wenn wir ankommen, dreht er hoffentlich noch nicht nach Nord. So ist der Plan. Dieses Wetterfenster mit der Flaute ist deswegen so wichtig, weil da können wir mal Strecke machen. Wir fahren so 4,5 Knoten, 5 Knoten mit beiden Maschinen gegen an. Und wenn der Wind wieder kommt, das ist wahrscheinlich heute Nacht oder morgen früh, dann können wir mit einem guten Windwinkel segeln und durchfahren bis zum Ende. Also, fingers crossed, dass alles klappt. Wir hatten am Anfang große Probleme mit dem Starlink, das hat nicht funktioniert. Die Antenne konnte sich beim Einschalten nicht ausrichten, bis wir dann auf die Idee gekommen sind, dass wir das Schiff, dass wir beidrehen mit dem Schiff und damit Ruhe ins Schiff kommt, also durch den Wind gehen, Ruhe ins Schiff bringen, dann Starlink einschalten und dann konnte sich die Antenne auch ausrichten. Und wenn sie einmal ausgerichtet ist, dann ist es okay, dann kann man wieder weiter segeln. Aber am Anfang durch die Schiffsbewegung, weil wir ja ziemlich viel Welle hatten, konnte sich die Antenne nicht ausrichten. Da waren wir natürlich in Panik, ist übertrieben, aber wir waren sehr unruhig, dass wir losfahren. Wir hatten am Anfang den Wetterbericht genommen, aber dass wir unterwegs keinen Wetterbericht mehr kriegen. Dann ging es wieder und das war natürlich gut. So langsam können wir die Segel wieder setzen. Etwas unterstützen. Aber für ein Dreivierteljahr hält er gut die Luft.
Ist doch ein bisschen Aufregung, wenn man das schon ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr nicht mehr gemacht hat. Aber ich habe das mit der Petra so oft exerziert und geübt und gemacht. Wir wissen, wo die Fehlerquellen sind, gerade mit der Leitungsführung und so. Kann sie so viel verdrehen und verkörnen. Also es steht jetzt gut. Der nächste Schritt ist jetzt praktisch, wir gehen auf Kurs, da wo wir hinwollen, und dann trimmen wir das Segel aus. Jetzt bei diesem achterlichen Wind ist das Leben natürlich sehr angenehm. Manne hat gekocht wie immer. Das ist ein begnadeter Koch. Und wir fahren schnell dahin, sehr schnell. Und auf diesem Kurs ist es natürlich auf einem Katamaran sehr, sehr angenehm. So langsam kommen wir an der Nordostecke von Jamaika an. Der Wind hat schon gedreht, er ist jetzt immer mehr gegen uns. Wir fahren mit der Maschine gegen die Wellen. Man sieht da vorne die Fender, wie sie hopsen schon auf dem Vordeck, weil wir bereiten so langsam alles vor für die Ankunft in Jamaika. Wenn wir hier drinnen sind, da rufe ich nochmal an, okay? Right at the end. Gut. Arafin Marina, Arafin Marina, Arafin Marina. This is sailing vessel Flip-Flop, sailing vessel Flip-Flop. Do you copy over? Hello, good afternoon. This is sailing vessel Flip-Flop. We are now entering the bay to the marina, and we wait for further instructions. We are a catamaran, 38 feet long, 19 feet beam. Over. Here's some instructions on the dock. Sorry, can you please repeat? You get some instructions on the dock. Alles klar, schön Betrieb, aber schön Nägel. Hast du gesehen, neben dem Motorboot, gleich da am Motorboot. Außen. Siehst du, da geht der Catway da rein, außen. Siehst du das? Da will er uns haben. Ziemlich heftiger Wind. Wir haben sehr viel Wind hier in der Arafin Marina. Das Anlegen war nicht so einfach, aber wir haben es ja geschafft. Es sind Schiffe aller Größenordnungen hier, Schiffe aus allen Nationen. Monohals, ein großer Katamaran und auch von uns bekannte Schiffe, die wir aus der Karibik schon kennen, sind auch da. Die Arafin Marina liegt sehr schön. Wir erkunden das Gelände. Das ist alles abgeschirmt durch ein großes Gatter und mit Security abgesichert. Und es liegt wirklich sehr schön, kann man nicht anders sagen. Und in der Stadt ist auch viel los. Wir gehen abends durch die Straßen, gehen dann irgendwo ins Restaurant, essen. Es macht viel Spaß. Eine tolle Stimmung und natürlich auch gut nach so einem langen Turn. You're still with me all the time. Am nächsten Tag nehmen wir uns einen Fahrer, um die Insel zu erkunden. Wir machen eine tolle Tour über die Sehenswürdigkeiten, die es hier so gibt natürlich. Letztendlich auch mit Essen am Schluss. Und es
Es war wirklich sehr informativ und hat Spaß gemacht. How is it called? Trident Castle. What is it? Palace Hotel. Jamaica Palace Hotel, that's what they call it. Yeah. Right. Wir machen Stopp an der Blue Lagoon. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Dieser See ist, als ob jemand Farbe reingekippt hat, ganz blau. Weiter geht's mit dem Wagen. Wir halten immer wieder an Stellen, die schön sind, an der Küste, in tollen Buchten oder Sehenswürdigkeiten. This is for jerk. This one make the jerk chicken. All spice. Okay. That's 7 spice from this one tree. Aha. Oh wow. The cinnamon. Oh, das riecht aber. Yeah, you got 7 spice there. When they're ready, they'll split and they will fall. So when they fall, let me see, I think I have one here. We get something like this. Yeah, you get something like this when it's full. You make it. Yeah. grate it. Right, that's right. We grate it. Okay. Right. Der nächste Halt sind dann die Reach Falls mit ganz, ganz klarem Wasser. Many restaurants. Oh my God. Und das darf jetzt natürlich nicht fehlen. Wir gehen essen mit Jerk Chicken und dem jamaikanischen Bier Red Stripe. One water for you. I full red stripe. One. Red stripe. Red stripe. Red stripe. Yeah, man. Very nice one. Yeah, man. Let them go and see it, man. They're not going on here. What's the size then, sir, man? Thank you. This one is there. More spicy. More spicy? No, fine. I'm fine. In Jamaika ist gerade Wahlkampf und der ist völlig anders als bei uns. Unglaublich.
Der Tag geht zu Ende, es war wirklich sehr toll, hat Spaß gemacht. Aber leider ist für mich auch die Reise zu Ende. War anders geplant, aber ich kann nichts machen. Für mich hat die Reise leider ein jähes Ende genommen, weil eigentlich wollte ich ja bis auf die Bahamas mitfahren. Aber ich habe einen Anruf bekommen in Jamaika, dass es in dem Hafen, wo mein eigenes Schiff liegt, nämlich in Portimao, einen schweren Sturm gegeben hat. Da hat es sehr viel Schaden im Hafen gegeben. Boote haben sich losgerissen, Leinen sind gerissen und so weiter. Und auch mein Boot war betroffen. Wie sich im Nachhinein herausstellt, nicht sehr stark, aber ich musste natürlich auf alle Fälle zurück. Und deswegen habe ich hier die Reise abgebrochen und bin nach Portugal geflogen. Ich hoffe, euch hat der Film gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao von der Kokon.